ZF ist ein global aufgestellter Technologiekonzern für Fahrzeug- und Industrietechnik mit 160.000 Mitarbeitern weltweit. Am Standort Passau liegt der Fokus auf Bau- und Landmaschinen sowie Bussen und Prüfsystemen. Unsere wichtigsten Faktoren in der Produktion sind Kosten, Qualität, Sicherheit im Umgang mit schweren Bauteilen. Und genau daraus entstand die Idee für dieses Projekt. Wir haben im Rahmen von diesem Projekt auch klassische Automatisierungslösungen wie Linearsysteme untersucht. Die waren für unsere Produkte deutlich zu schwer, zu teuer und zu unflexibel. Darum haben wir mit ProMod eine eigene Lösung untersucht, einen Roboter in Kombination mit einem HEV. Der Mehrwert ist der kombinierte Transport, sowohl aus Roboter als auch Material. Das führt dazu, dass wir einen schnelleren Materialfluss und kürzere Durchlaufzeiten haben. Wir erreichen dazu eine höhere Effizienz mit deutlich weniger Personalbindung. Die wesentlichen Vorteile für die HEVs sind natürlich, dass man keine festere Infrastruktur benötigt, dann die HEVs navigieren frei und auch ohne Schienen. Die Layouts lassen sich leicht anpassen und ein riesengroßer Vorteil war natürlich auch, dass die Bestandsmaschinen am selben Platz stehen bleiben können. Die Planung und Steuerung der Anlage läuft über ProMaster. Diese Software ist das Bindeglied und die Schnittstelle zu den ZF-Systemen. Sie koordiniert Abläufe von den Maschinen, dem HEV und der Logistik und stellt somit sicher, dass Material und Roboter zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sind. Mit unserer innovativen Automatisierungslösung, die wir nun haben, laufen nun unsere Maschinen deutlich stabiler. Die Abläufe sind deutlich schlanker geworden. Das System ist skalierbar geworden. Die Produktivität konnten wir hier um 20% erhöhen, die Durchlaufzeit um einen ganzen Tag reduzieren und die Bearbeitungskosten wurden um 8% gesenkt. Damit für mich und für uns ein ganz klarer Gewinn für den Standort. Wir haben gemeinsam mit ProMod ein neues innovatives System geschaffen, das weltweit einzigartig ist.